The Luofu is famous for its mung bean soda. You've got to give it a try. This is also the reward of trailblazing. Bohnenlimonade ist eine Spezialität auf der Luofu. Man muss sie einmal probiert haben. Ihr geht, ich will ja nicht unhöflich sein, aber das Zeug schmeckt wie Abwasser. Wenn ich jetzt hier anklicke, dann werden wir doch jetzt mit sicherlich eine Abenteuermission haben. Aber wir sind doch aber es gibt hier doch niemand anderen. Da sollen wir den Verkaufsautomaten anklicken. Das ist so unmöglich jetzt. Wir müssen Siehersack anklicken, aber wenn wir Siehersack jetzt anklicken, werden wir eine weitere Abenteuermission gleich haben. Das kann doch jetzt nicht richtig sein, oder geht's? Ne, es gibt hier doch keinen weiteren Weg nach oben. Das kann jetzt nicht richtig sein. Xianzhou, bist du beschäftigt? Du weißt schon, heute gibt es der Arbeit nicht viel zu tun. Willst du chatten? Deine Freundin Xianzhou ist offline gegangen. Hä? Warum bist du offline gegangen? Bist du mit der Arbeit fertig? Ist jetzt online? Hinter mir war jemand. Weißt du? Wenn du gesehen wirst? Was würde passieren, wenn du gesehen wirst? Ich weiß nicht. Man wird mich nie erwischen. Bin ich nicht phänomenal? Ich bin da. Konzentriere dich bei der Arbeit. Du sollst dich bei der Arbeit konzentrieren. Gut. Okay, nehmen wir jetzt nochmal die andere Nachricht hier an. Ach ja, ich möchte dich um einen Gefallen bitten. Nach der Arbeit bin ich zu Herrn Xian gegangen, um mir eine Geschichte anzuhören. Aber er hat an einer spannenden Stelle aufgehört. Das ertrage ich. Morgen erzählt er weiter, aber zu einer früheren Uhrzeit. Ich weiß nicht, ob ich nach der Arbeit rechtzeitig dort sein kann. Falls ich es nicht schaffe, könntest du stattdessen hingehen und zuhören. Okay, das ist was anderes, also müssen wir sie jetzt ansprechen. Oh, how's it going? Did you take some time off? See any more of the Xianzhou? Hast du vom Höchsten der Gewürze gehört? Isn't that the place on Aurum Alley over in Exalting Sanctum? All the foodies go there. What about it? Planning on treating me to a feast? Nein. Fahre fort. It's the main commercial street in the Exalting Sanctum. Although it's a lot quieter since the whole Stellaron crisis thing. Tourists fresh off the Starskiff always head to Starwatcher Avenue in Starskiff Haven. It's one of those bustling tourist streets. But if you want the real deal on local snacks, you've gotta get to Aurum Alley. I've marked it out for you on your map. Whenever I'm tired of Celestial Jade or slacking off, I head over for a bowl of Granny Chen's tofu. Darn it, now that you've brought it up, I suddenly don't feel like clocking in for work anymore. The Luofu is famous for its Okay, dann wissen wir jetzt wenigstens, wo wir hin müssen. Aber das hätten wir doch theoretisch eigentlich auf der Karte finden müssen. Andererseits nicht, das ist ja ein neues Gebiet jetzt hier. Ah, das ist jetzt ein neues Gebiet hier. Die Aurum-Allee. Dann will ich jetzt auch noch den anderen Sternanker aktivieren.
Das ist jetzt wirklich ein neues Gebiet hier. Gut, der nächste Sternanker wäre damit aktiviert. Hier gibt es, der sagt, Werbung für Vasen. Und ansonsten wird, er sagt, das Gebiet sicherlich noch für irgendjemand anderen ziemlich wichtig werden für eine Abenteuermission sicherlich. Spice is supreme. Check out that sign. Here it is. Honored guests, welcome to our humble eatery. What can we get for you today? Wir sind hier, um dir ein Geschenk von Fräulein Tingyun zu übergeben. Something from Miss Tingyun for me? Oh, what a precious person she is. A sweet thing like her, gifting me a kitchen knife. When she first ate here, I told her my motto, you can't better your own food unless you taste it. Then she got me to talk about my hunting and cooking experiences out on other worlds. She was captivated. She pestered me about dish after dish. At the end, she mentioned she wanted to get me a gift. A sword for a hero and a knife for a chef. That's how she put it. She probably came across some rare mineral and forged it by hand. Look how sharp it is. I bet it'd cut straight through a Thalassa titanium terrapin shell. Miss Tingyun is too kind. Who among the Aram Alley vendors hasn't been spoiled by the generosity of whistling flames? Her grand fare puts small merchants like us in touch with big intergalactic vendors. If we're talking gifts, it's us who should be gifting her something. Oh, I heard the trade port is open again for business. Miss Tingyun must be real busy, right? In der Tat. Miss Tingyun couldn't tear herself away from work, so we've had to gift this on her behalf today. Really? Thank you so much. Why don't I give you all a demonstration and prepare a dish? My treat. I'd love to repay this kindness. Yang Kui geht in die hintere Küche und kommt mit Essen Oh, raus. speaking of which, it was our chili beef offal stew that first attracted Miss Tingyun to our restaurant. It's spicy, sumptuous, and guaranteed to get the mouth watering. Not even a girl as refined as Tingyun could resist the temptation. About that bow, I think I know who Miss Tingyun intended to gift it to. Ja, ich auch. Aber Rinderinnereien eintopf mit Chiliöl. Oh, das würde ich sicherlich nicht runterkriegen. Mr. Yan Ming said an ambassador will return with a gift for a trusted colleague. The Ja, person aber who Tingyun trusts the most is Madame Yukong, right? ja, das ist auf jeden Fall klar. Aber ich muss das mal noch hier sehen. Was ist das denn hier? Ist das, er sagt, vielleicht die 10 Fürstenkommission? Würde mich, sagt, nicht wundern. Was mich allerdings jetzt wundert, ist noch die Tatsache, dass hier noch weitere Puzzles in der Gegend herumschweben. Du hast so eine neue Nachricht erhalten. Ziehkühe. Phantomat, du befindest dich derzeit nicht so viel im Sternhafen, oder? Doch, ich bin im Sternhafen. Sehr gut. Wer war denn der überhaupt? Ich habe im Mecha-Kran-System gesehen, dass du gerade in der Nähe bist. Du musst mir bei einer wichtigen Aufgabe helfen, sie ist wirklich sehr dringend. Die Himmelskuppel des erhabenen Heiligen ist vor einer halben Stunde ausgefallen. Vermutlich die technische Seite des Ganzen ist recht kompliziert. Oh Gott, das ist viel zu viel Text. Wo befindet sich die Absturzstelle? Ich bin gerade noch dabei, das herauszufinden. Dein Freund Herr Yang ist auch hier in der Nähe. Ich habe ihn bereits kontaktiert. Sucht euch einen guten Aussichtspunkt im Sternhafen und macht das Sternskiff mit einem Mechanikkran. Mecha-Kran nicht ausfindig. Okay. Endlos leben, denn ich habe den Himmel schon berührt. Was für eine Mission ist das denn jetzt? Ist das jetzt, sagt, eine Mission von Welt? Okay, das hört sich irgendwie ein bisschen eigenartig an. Eine Mission von Welt.
Aber wenn, dann könnten wir das ja auch demnächst machen. Endloses Leben. Du erhältst eine Nachricht von der Himmelsreisekommission, darin steht, dass ein Sternschiff im Sternhafen beschützt ist. Die Kommission hofft, dass du das Unfallopfer retten kannst. Welt scheint sich ganz in der Nähe zu befinden. Beeil dich und mach dich mit ihm auf die Suche nach einem Opfer. Okay, das ist also eine Abenteurermission mit Welt. Allerdings haben wir jetzt hier noch ein kleines Rätsel. Gut, ich würde aber jetzt sowieso auch erstmal die eigentliche Mission weitermachen, bevor wir uns dann um was anderes kümmern. Oh, how nice. What brings you here? Wir möchten ja ein Geschenk von Ting Yun überreichen. This bow. Did Ting Yun pick it out for me? She understood my pain. It's a shame I can no longer do anything for her. 30 years ago, I fought in a terrible war. My comrade and I set sail together, but only I returned. The scars of that war never truly healed. Still, the Luofu traced out its arc of recovery and continued to trade. I felt tired of voyaging, like I'd lost the courage to pull on a bowstring ever again. I hid away in the Skyfaring Commission and buried myself in work, never wanting to see the sky again. Despite rising to Helm Master, my military career hadn't prepared me for the type of meticulous planning work now confronting me. Ting Yun, on the other hand, was a born merchant, always discussing business matters with me and offering up advice, even if she was my subordinate. She never fought alongside me on the battlefield, but in her own way, she became a comrade in arms. Without the help of Ting Yun and the Guild, the Luofu would not have been able to recover in the space of just 30 short years. I used to think that the Xianzhou had changed with the times. Geniuses like Ting Yun were the future for the Skyfaring Commission's next generation. They would bring prosperity to the Luofu. I was only ever suited to the flames of war. I was wrong. Only when the last minions of the Antimatter Legion are wiped out will I become useless to the Xianzhou. The Xianzhou needs people like me. Those willing to cruise the sky and fight the flames. Gut, damit haben wir jetzt mit Ihnen gesprochen. Is ready for the ceremony now. Everyone, please place your objects aboard the star skiff. Wait! Wait for me! Miss Ting Yun prepared a gift for me. As a fellow ambassador, I cannot fail to honor our custom. Yanming, what is it that you've prepared? I've brought a paper kite. I know it may seem simple compared to the precious items that Ting Yun gifted others in the past, but it has a deeper meaning. I heard that Foxians have a tradition where paper kites are used to comfort the souls of pilots who can no longer take to the skies. Ting Yun and I were never pilots in the strictest sense of the word, but we spent much of our lives out among the stars.
For her to be able to take wing once again would make her very happy. Tja, der Papierdrache, der den Toten dargebracht wird. Nette Geste. Out of all this stuff we've got, what do you think we should place on the star skiff? Mal sehen. Den tröstenden Papierdrachen. This time we needn't compete. Go. Fly on to other distant worlds. Das Siegel des Botschafters. Thank you for everything you've done for the Skyfaring Commission and the Luofu. This small seal is the foundation of the Xianzhou's prosperity. Den Tee, der nach ihr benannt wurde. This is the tea that Meng Ming has made, especially named after you. Und zu guter Letzt ihr Leibgericht, was sie ja niemals essen würde. This is a gift from Miss Yensui on behalf of all the restaurants on Arum Alley. You're going to love this. The Skyfaring Commission shall never forget you, Tingyun. I will seek out the truth. And if it is discovered that you were taken from us, I swear to avenge your unjust end. It is time for the soul-soothing ceremony. Please make your way to Earthrise Agora in Starskiff Haven. Gut, begeben wir uns also zur erdenschweren Terrasse. Ach, nicht schon wieder, ihr sagt hier. Aber warte mal, dieses Mal ist die andere Richtung. Gut. Gut. Wir laufen jetzt nicht wieder diesen Deating in die Arme. Oh, Cutscene. Mach's gut, Tingyun. Wir werden dich auf immer... General, the ceremony is finished. You should take a rest. als Teammitglied behalten. Das ist klar. Not yet. I have things I wish to convey to my astral friends. My apologies I couldn't get to you any sooner. Yan Qing made sure that I was fully recuperated. Before you leave the Luofu, there are two things I wish to gift the Express. What, 2 gifts? Has his conscience finally gotten the better of him? Is he going to make up for all our hard work along the way? Du bist so gütig, General. Please, let us reconvene at the seat of divine foresight. Na, das muss jetzt was ganz Wichtiges sein. Das muss jetzt eigentlich was ganz Wichtiges sein, wenn er das ja bloß beim Thron mit uns besprechen kann. Nein, tut mir leid, Kaffee ist jetzt aktuell aus. Obwohl, nein, ein bisschen Kaffee müsste ich eigentlich noch haben. Would you like me to relay your message? Aber ich glaube, er sagt, wir haben keinen Kaffee im Inventar. Und ich glaube eigentlich nicht, wir haben bis jetzt auch noch nicht eine Möglichkeit gehabt, überhaupt Kaffee zu synthetisieren. Oder ich habe irgendwo das übersehen. Present company is gathered to reiterate the Xianzhou Luofu's esteemed gratitude for the magnanimous actions of the Nameless. I am sure Lady Fu has given voice to this already, but the Luofu is greatly indebted to you. Therefore, on behalf of the Luofu Cloud Knights, I hereby present you with a jade abacus, a symbol of our allied friendship. Aber wir haben doch schon ein Handy.
Aber gut, ein Jade-Abakus? Back when the Alliance was first established, all those thousands of years ago, the Xianzhou ships swore an oath, etching the record into a jade abacus. The world may crumble, and the heavens may fall, but this oath shall never be broken. The same is true of this jade abacus. It is a record of the Luofu Cloud Knight's promise to the crew of the Astral Express. It is also a beacon. Grip it tightly, and it will send a message to the jade abacus here, in my hand. No matter how astronomically distant you are, the Luofu Cloud Knights will always come to the aid of the crew, whatever your need may be. Wow, now that's what I call a payoff. Of course, I trust that such an important article will not be used for trivial or inappropriate circumstances. I hope you can understand. Yep, got it. Say no more. Sure thing. Thank you for your generosity, General. Don Hong. General. In accordance with the Edict of the Ten Lords Commission, I am hereby authorized to relieve your banishment decree. From this day henceforth, you may come and go freely on the Luofu. Nice! Tja, nicht ganz überraschend. But I must remind you that the crimes of Don Feng have had far-reaching implications. And some people, such as those in Scale Gorge Waterscape, will not be much moved by the issuance of a paper edict. While I can guarantee your freedom to come and go as you please, I cannot guarantee your safety. Again, I hope you can understand. I understand. This issuing of gifts brings with it a sense of relief. Even my wound is feeling much improved. The occasion calls for a line or two of poetry. Though I feel my efforts would be overshadowed by the erudition of Lady Fu. Another time, perhaps. The Express and its passengers have a long voyage ahead of them. May that voyage be smooth and untrammeled. I bid you farewell. Ja, danke sehr. Mal sehen, eine Seelenberuhigung, ein langer Weg. Plane für die Zukunft, nachdem du für dich mit den Gefährten beraten hast. Optional verabschiede dich von der Leuten, die du in Xianzhou kennengelernt hast, bevor du zum Express zurückkehrst. Welche wären das jetzt? Ach, reden wir doch einfach mit dir mal kurz. Ich verlasse die Luofu. So soon? I wanted to help the general, but things didn't turn out how I wanted them to be. I've learned my lesson. Also, I have a rather abrupt request. After fighting Don Hong, I feel like my skills are lacking somewhere. If you have any time to coach me... Ich glaube, Dan Heng ist ein würdigerer Gegner für dich. I'm worried that he still holds some grudge against me. But to be honest, I'd love to have another spar with him. Safe travels. Ja. Und wenn's dir nichts ausmacht, nehme ich ja, sag mal, die Unterlagen hier mit. Tja, haben wir wirklich nicht so viel hier zu bereden mehr? Fettemat, ich habe so viel von dir gehört, mich aber noch nie mit dir unterhalten. Wenn ich fragen darf, wie können wir dir heute beim Thron der Göttin Vorsehung helfen? Ich brauche keine Hilfe, ich sehe mich nur um. Okay, das ist doch eine Frechheit. Ha. Ich denke, wir reden mal mit Welt. Himiko messaged me. The Express detected the Jade Gates reopening. She asked whether we'd be heading back anytime soon. She was also asking after you, Don Hung. I think it'd be best if you update her in person, don't you think?
She must have been worried. I'll return to the train and put her mind at rest. Himeko must be eager to hear about what we've been up to on this mission too, right? Hang on. Oh, how could I forget? We should bring something back for the conductor. Have you got any unfinished business on the Xianzhou? Ich würde gerne einige Freunde besuchen, die wir unterwegs kennengelernt Oh haben. yeah, there are some people we haven't said goodbye to yet. Fine, fine. Danheng and I will go back to the Express. The two of you come back soon, okay? Don't worry, Mr. Yang. Ja, wir haben bloß noch ein paar Sachen zu